Hallo, was ein Ballon mit Pouring zu tun hat, das zeige ich euch in diesem Video. Schaut es euch an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Heute möchte ich gerne mit euch nochmal was mit Pouring machen, und zwar Balloon Dipping. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert, deswegen bin ich total gespannt, was daraus wird. Wir werden das Ganze mit einem Flip Cup anfangen, das heißt ganz normal Farben in einem Becher schichten, auf die Leinwand aufbringen und dann geht's ja rund mit dem Ballon.
Das Bild ist trocken, schauen wir uns das Ergebnis gemeinsam an. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Die Farben sind schön, ja, es gefällt mir, aber das, was ich eigentlich erreichen wollte, und zwar, dass man dieses Balloon Dipping wirklich gut sehen kann, habe ich nicht erreicht. Das war mein Fehler. Was war der Fehler? Ich denke, zum einen habe ich nicht kontrastreiche Farben gewählt. Ich habe es schon selber beim Zusammenmischen gemerkt, dass es nicht so ganz stimmig ist für das, was ich davor habe. Dieser Ballon hier war für mich, fürs Arbeiten zu groß, zu unhandlich. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal das nächste Mal machen werde, werde ich auf jeden Fall den Ballon kleiner aufblasen bzw. mit Wasser auffüllen, damit ich es etwas griffiger auch in den Händen habe, weil ich habe da echt ein Problem hier mit dieser Größe da so rein zu tupfen. Ja, also für mich fürs nächste Mal andere Farben wählen oder anders das Bild aufbauen und den Ballon kleiner auswählen. Ansonsten finde ich es so recht gelungen. Man kann schon sehen, wo hier der Ballon überall reingedippt wurde. Kann es erahnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Kameraeinstellung so gut für euch hinbekommt, dass ihr das sehen könnt. Also hier und hier kann man es eigentlich schon ganz gut sehen oder auch hier. Aber es geht besser. Es geht definitiv besser. Ja, das wäre das Fazit an dieser Stelle für mich, was ich besser machen muss fürs nächste Mal, wenn ich damit arbeiten möchte. Ja, wenn ihr noch was ausprobieren wollt für Pouring, dann würde ich sagen, schaut euch einfach hier das nächste Video an. Da gehen wir nochmal eine neue Technik an. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Verkunstet. Bis dahin, tschüss!